Die Themen im heutigen Zocker-Lounge-Wochenrückblick sind: Deutsche Kultschmiede Piranha Bytes geschlossen. Fast gleichzeitig entsteht mit den Pithead Studios gewissermaßen ein Nachfolger. Arctic Hazard arbeitet an spannendem Wikinger-Strategiespiel Norse. Der Game Pass wird deutlich teurer. Planet Coaster bekommt einen Nachfolger. Amazon verschenkt am Prime Day weitere Spiele. Und es gibt neue Details zu Tempest Rising. Nach knapp 27 Jahren muss eines der ältesten deutschen Game-Studios aus Deutschland schließen. Trotz massiver Bemühungen konnten die Macher von Gothic, Risen und Elex am Ende doch keinen neuen Investor für ihre Sache finden, was nun veröffentlichte Bilder von leerstehenden Büroräumen verdeutlichen sollen. Piranha Bytes war wie viele andere Studios durch die Schieflage beim Mutterkonzern Embracer Group der Schere zum Opfer gefallen, was auch daran lag, dass deren letztes Spiel in Form von Elex 2 nicht mehr jeden überzeugen konnte und vor allem alteingesessene Gothic-Fans eher enttäuschte. Während die Gothic-Marke bei Alchimia Interactive weiterlebt und ihr zum Gothic 1 Remake in den kommenden Wochen endlich echtes Gameplay erwarten dürft, sollte das letzte Piranha Bytes Projekt in Form von Elex 3 definitiv Geschichte sein. Aber wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich bekanntlich auch immer eine neue. Denn fast gleichzeitig haben diese Woche Björn Pankratz und dessen Frau Jennifer die Gründung der Pithead Studios in Bochum bekannt gegeben. Björn Pankratz gehörte zu den Gründern von Piranha Bytes und war maßgeblich an allen Spielen in führender Position beteiligt. Jennifer Pankratz war ebenfalls bereits 15 Jahre dabei und für das Game Design und die Story von Risen und Elex mitverantwortlich. In Zukunft möchten die beiden den Schwerpunkt des neuen Studios in alter Tradition auf dichte und düstere Action-Adventure mit tiefgründiger Geschichte, Horror und RPG-Elementen richten. Ob sich noch weitere Ex-Piranha-Recken dem neuen Studio anschließen werden, ist nicht bekannt. Weitere Mitarbeiter sucht man jedenfalls fürs Erste nicht. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns dann nächsten Montag wieder hier, wenn es heißt Pithead Studio TV. Genau, bis dann. Vielen Dank. Norway, 802 AD. A land ruled by petty kings and jarls. Craftspeople, farmers, seafarers, merchants and warriors band together in settlements for protection and company. Über den Zocker-Lounge-Discord wurde ich auf das spannende Wikinger-Strategie-Epos Norse hingewiesen, welches vor ein paar Tagen angekündigt wurde. Danke an dieser Stelle an Knocker. Übrigens könnt auch ihr euch gerne an diesem Wochenformat beteiligen und im Redaktionschannel des Zocker-Lounge-Discords eure News oder Entdeckungen posten. Norse wird ein rundenbasiertes Taktikspiel, welches im wikingerzeitlichen Norwegen spielt. Ihr solltet dann Siedlungen errichten, Allianzen schmieden und strategische Schlachten schlagen dürfen. Ihr verfolgt dabei die Geschichte des jungen Kriegers Gunnar, der sich auf einem Rachefeldzug befindet. Wenn alle angekündigten Spielmechaniken wie der Siedlungsbau dann gut ineinander greifen sollten und das Spiel allgemein die Qualität des ersten Trailers halten kann, sollte hier für Strategie- und Wikinger-Fans ein weiteres Highlight in den Startlöchern stehen. This is the dawn of the Viking Age. This is Norse. Microsoft hebt die Preise für den Game Pass deutlich an. Neukunden müssen die neuen Preise jetzt schon zahlen, Bestandskunden ab dem 12. September. So steigt der PC Game Pass um noch verschmerzbare 2 € auf 12 € im Monat, weswegen PC-Spieler hier noch relativ ungeschoren davonkommen. Anders sieht es aber für ohnehin schon gescholtene Xboxler aus, denn hier wird der bisher 15 € teure Xbox Game Pass bei gleichem Preis in den Xbox Game Pass Standard umgewandelt, was bedeutet, dass ihr hier nicht mehr auf alle Spiele zurückgreifen könnt und neue Spiele sogar erst mit zeitlichem Abstand später erhaltet, aber immerhin noch online zocken könnt. Zusätzlich gibt es den noch weiter abgespeckten Core Game Pass, welchen es nur im Jahresabo für jetzt 70 statt 60 € gibt und welcher noch weniger Spiele beinhaltet und halt primär fürs reine Online-Gaming gedacht ist.
Damit die Verwirrung komplett ist, gibt es die alte gewohnte Leistung mit Day 1 Spielen nur noch im Xbox Game Pass Ultimate für 18 € im Monat bzw. 216 € im Jahr, mit welchem nun die Schmerzgrenze erreicht sein sollte, die Microsoft garantiert das Genick bricht. Denn viele Gamer erreichen diese 216 € wahrscheinlich nicht durch den reinen Kauf von Videospielen, weswegen sich das Abo jetzt schlicht für Casuals nicht mehr lohnt und diese am Ende so nur draufzahlen. Nach Planet Zoo ist vor Planet Coaster 2. Die beliebte Hardcore-Freizeitpark-Simulation von Frontier wird im Herbst fortgesetzt. Diesmal legt man den Schwerpunkt auf Wasser bzw. lässt euch einen Wasserpark errichten. Zu der Neuerung gehört auch eine Ego-Perspektive, in der man dann durch den Park laufen kann, wie in bester Retro-Theme-Park-Manier. Große Fortschritte im Gegensatz zu den Vorgängertiteln soll es auch beim Straßenbau gegeben haben und Plazas sollen sich jetzt direkt platzieren lassen, anstatt sie mühselig aus einzelnen Pfaden zusammenzuschustern. Etwas irritierend wird auch erwähnt, dass Sonneneinstrahlung ein Feature sein wird und ihr euren Gästen dementsprechend Schatten und Sonnencreme zur Verfügung stellen müsst. Planet Coaster 2 erscheint für PC via Steam und im Epic Games Launcher sowie für Xbox und PlayStation. You think you're a team now? Wie letzte Woche schon angesprochen, möchte Amazon endlich Fuß im Gaming-Sektor fassen und seine Gaming-Sparte weiter ausbauen. Anlässlich des Prime Days am 16. und 17. Juli könnt ihr euch neben den schon bekannten kostenlosen Spielen jetzt auch die Hochkaräter Suicide Squad, Kill the Justice League, Rise of the Tomb Raider und das sicherlich für die Zocker-Lounge-Lan relevante Kefalri 2 einsacken und in eurem Epic Games Account verewigen lassen. Apropos Zocker-Lounge-Lan, wer Bock hat, mit uns eine Luxus-LAN-Party in Frankfurt am Main zu feiern, in der unter anderem der PC schon aufgebaut fertig vor Ort steht und ihr deshalb keine Hardware schleppen müsst, zudem ein eigenes Bett inklusive habt oder alternativ im 3-Sterne-Hotel nächtigen könnt, dann meldet euch gerne an. Wir haben noch freie Plätze. Let's go! Alle Infos hierzu auf dem Zocker-Lounge Discord und unter zocker-lounge.com/event. Battle Command uplink initializing. Stand by. Wie ebenfalls letzte Woche angesprochen, tut sich auch endlich wieder was bei Tempest Rising, was auch bitter nötig ist, nachdem jetzt klar ist, was uns EA mit Command & Conquer Legion da schon wieder antun möchte. Für 4 Tage könnt ihr kommende Woche anlässlich der Taktikon vom 18. bis zum 22. Juli eine rund erneuerte Demo spielen, in welcher man euch zeigen möchte, was man das letzte halbe Jahr so getrieben hat. In der Demo werdet ihr dann 2 Missionen aus der Singleplayer-Kampagne spielen dürfen, die uns bisher noch nicht gezeigt wurden. Sowohl eine Mission mit der GDF, als auch eine mit der Tempest Dynasty. Ich werde auch das ganze kommenden Donnerstag mit euch hier im Livestream unter die Lupe nehmen. Hier verpasst ihr also wie gewohnt gar nichts. In diesem Sinne, liebe Zocker-Lounger, gerne ein Abo dalassen für mehr und bis zum nächsten Mal. Get to work.